Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Bus Managers aus Lübeck. So, jetzt muss ich kurz einmal schauen, wo wir stehen geblieben sind bei den Gruppe 4 müsste es glaube ich sein. Aber wo genau? Fahrer 32 ist auch noch da, Fahrer 28 auch noch da. Okay, Fahrer 28. Ja, in der letzten Folge, da haben wir sozusagen ja den, wie hieß das jetzt nochmal? Dieses Stadtfest ja hier abgeschlossen und da haben wir ja festgestellt, dass wir weit über 40.000 Fahrgäste transportiert hatten und dass wir dadurch jetzt einen relativ sehr hohen Bedarf an größeren Fahrzeugen haben oder beziehungsweise also größere Fahrzeuge oder natürlich den Ausbau der einzelnen Linien. Nur da haben wir ja sozusagen ein kleines Problem. Die einzigen Linien, die wir ausbauen können oder verdichten können sozusagen, sind ja entweder die Linie 3 und die Linie 1. Linie 4, 2, 4 und 5 sind ja Vertragslinien. Da müssen wir warten, bis die Auftraggeber sozusagen die Fahrpläne anpassen. Wir sind ja auch mittlerweile dabei, einen weiteren Gelenkbus zu erforschen, in der Hoffnung, dass es auch wieder ein größeres Fahrzeug wird, was wir dann natürlich auch hoffentlich mit einsetzen können. Wie gesagt, auch auf der 3 werden jetzt schon Gelenkbusse verlangt. Das werden wir natürlich auch machen, aber der Bedarf an weiteren Gelenkbussen ist, wie gesagt, ungebrochen. Deswegen habe ich ja auch schon vorgehabt, habe ich ja auch schon in der letzten Folge sozusagen auch durchgeführt. Und zwar hatte ich die beiden letzten MAN-Fahrzeuge sozusagen auch schon verkauft, um dann nochmal zwei weitere Stellplätze für Gelenkbusse sozusagen haben zu können. So, da kommt das nächste Fahrzeug rein, höchstens einmal in die Waschstraße sozusagen. Aber der Rest ist in Ordnung. Fahrer 50. Mal gucken, ob wir das Fahrzeug noch rechtzeitig in die Waschstraße bekommen. Aber dass wir auf der Linie 4 auch einen so hohen Fahrgastbedarf haben, hätte ich mir auch niemals denken können. Außerdem sind wir eigentlich ja auch noch dabei, festzustellen, wo wir sozusagen noch ein paar Minuten auf der Linie 4 draufpacken können. Das würde ich jetzt erstmal auf den Hinweg Richtung Lübeck jetzt mal hiermit sozusagen machen. Dann ein bisschen anpassen und dann auf dem Rückweg dann nochmal separat nachschauen, ne? Gut, der fährt in einer ja, guten 20 Minuten so ungefähr circa fährt er ab. Mal schauen, wo wir da die erste Minute sozusagen rausbekommen. Hier brauchen wir ein kleines Fahrzeug, das ist wunderbar. Für die Hotellinie oder Touristenlinie sozusagen zum Flughafen. Das dürfte ja relativ schnell durchgehen. Ich glaube hier oben braucht er eine Minute. Sah jedenfalls danach aus. Hier können wir eine zweite Grünauer Baum. Dann würde ich vielleicht hier noch Universitätsklinikum oder sowas, wie das jetzt hier heißt, auch noch mal eine raufpacken. Da müsste noch eine rauf. Also es sind schon mal 3 Minuten mehr. Da unten brauchen wir noch eine. Ja, und dann auch hier wieder sozusagen am Lübecker Innenstadtbereich sozusagen, so kann man das auch nennen. So, als nächstes kommt dann erstmal Fahrer 51. Ist der krankgeschrieben oder was war nochmal mit dem? Ah, der ist krankgeschrieben. Okay, alles klar. Da brauchen wir dann Reservefahrer. Hier brauchen wir ein Solo-Fahrzeug und nochmal ein Reservefahrer. Gut, dann sind wir jetzt gleich in der Gruppe 1. Wir sind jetzt erstmal hier die
den Fahrplan sozusagen anpassen. So, wo war das jetzt denn nochmal, damit ich genau weiß, wo wir es machen können. Großgrönauer Tannenräder. Da müssen wir eine Minute drauf packen. Da war einmal eine. Hier wollte ich Minute drauf packen. Wo war denn die nächste? Ich meine, hier war noch eine Minute. Fehlenkampsweg. Da unten haben wir es. Dann einmal Stresemannstraße. Da haben wir Stresemannstraße. Kohlmarkt, Holstentorplatz. Ja, und das war's. Gut, das nehmen wir dann jetzt erstmal so an. Sind 6 Minuten mehr geworden, alles klar. Fügen wir auch hier schon mal so mit ein. So, dann muss ich jetzt auf den nächsten Vierer warten, der sozusagen vom Bahnhof Lübeck sozusagen aus startet. Da haben wir jetzt einen Dreier. Wie gesagt, den Dreier müssen wir gegebenenfalls, glaube ich, auch nochmal anpassen. Also sprich, den Fahrplan. Gut, 29.000 Fahrgäste haben wir jetzt befördert. Als nächstes sollen wir unsere Fahrzeuge reinigen. Jetzt können wir wieder ein paar Solo-Fahrzeuge zuweisen. Alles klar. So, was haben wir hier? Das ist die Linie 1. Und hier haben wir jetzt ein Fahrzeug der Linie 4. Allerdings zwar nur ein Solo-Fahrzeug sozusagen. Hier können wir mal 2 Fahrzeuge reinigen. Können wir das ja schon mal durchführen lassen, ne? So, jetzt sieht das doch noch von der Zeit her relativ gut aus. Jetzt läuft es, ne? Hier brauchen wir eine Minute. Amselweg. Grönauer Baum. Genau, Grönauer Baum. Da müssen wir auch auf dem Hinweg noch eine reinsetzen. Eine weitere Minute. Und einmal am Torfmoor. Gut, das machen wir dann auch gleich nochmal schnell. So, Lübecker Hauptbahnhof, da haben wir es. Amselweg. Hier brauchen wir Grönauer Baum, würde ich wie gesagt nochmal eine reinsetzen. Und am Torfmoor. Okay. Gut, kopieren. Nochmal 4 Minuten oben drauf gekommen. 6:51 Uhr. Doch, immer noch 3 Fahrzeuge. Alles wunderbar. Gut. So, Fahrer 2, Wagen 13. Die beiden anderen müssten oder sind in der Reinigung sozusagen oder stecken dort in der Reinigung mit drin. Kurz mal gucken, kann ich ein weiteres gebrauchtes Fahrzeug erwerben? Ja, vom Preis her haben wir sogar... Ach so, wir haben jetzt den Mercedes-Benz O405G. Erste Generation, also GN, Niederflur, erste Generation erworben. Okay. Boah, zwar auch ein schönes Fahrzeug, aber naja, egal. Wir brauchen größere Fahrzeuge. Und da will ich jetzt nicht lange dran fackeln, sozusagen. Gut, das wird dann jetzt Wagen 9. Das ist jetzt Nummer, Kennzeichen oder Fahrzeugnummer, die ja jetzt noch frei ist. 009. Müssen wir sonst nur einmal reinigen lassen. Ansonsten ist das Fahrzeug ja einsatzbereit.
So, dann hätten wir auch schon hier die nächsten Einsätze. Einmal Linie 1 und 3, Wagen 8. Und hier würde ich gleich lieber Wagen 9 einsetzen, wenn das Fahrzeug gleich in der Waschstraße sozusagen war. Wochenendkarteninhaber läuft ja auch relativ gut. Ticket geht jetzt zwar wieder ein bisschen langsam zurück. Aber im Allgemeinen sieht das eigentlich noch relativ gut aus, das Ganze. So, auch nochmal hier Linie 2, Fahrer 10. Na kommt. Na komm, na komm, na komm, na komm. Aber wie gesagt, dass das so viele Fahrgäste werden, wie gesagt, in der letzten Folge. Damit hätte ich wirklich, ganz ehrlich gesagt, nicht mit gerechnet. Überhaupt nicht. Aber ist auch, wie gesagt, so eine Art kleine Wertschätzung sozusagen. Weil eben halt, man kann daran erkennen, dass die Leute uns hier sozusagen vertrauen. Hey, wegen Familienzuwachs komme ich mit dem aktuellen Geld kaum mehr zurecht. Um weiterhin hier arbeiten zu können, würde ich ein höheres Gehalt benötigen. Der Forscher kriegt 50 Pfennig mehr, dann ist er zufrieden. Verschmutzung an den Fahrzeugen reduzieren, das ist auch eine gute Sache. Aber sind wir jetzt dabei, Richtung Osten uns weiter auszudehnen? Wunderbar. Wenn man von Teufel spricht, wird es gemacht. So. Was haben wir denn jetzt hier alles so Schönes? Ich glaube, da sind wir dann jetzt, glaube ich, irgendwie drüben im Osten sozusagen. Ich meine, irgendwo mal vor kurzem gehört zu haben, dass irgendwo hier in der Nähe die ehemalige innerdeutsche Grenze verlief. Wo genau, ist mir allerdings, wie gesagt, nicht hundertprozentig bekannt. Wo fährt der jetzt hin? Zu irgendeinem Betriebshof. Okay, der fährt ja irgendwie hier. Achso, nee, der ist auf dem Weg zur Linie 2. Okay. Aber Linie 1 können wir dann ja auch, hatte ich auch schon, wie gesagt, erwähnt gehabt, dass ich ja die Linie verlängern wollte. Und zwar könnten wir sie, wie gesagt, oder das ist jedenfalls meine Idee, nach Selmsdorf verlängern. Bis dahin könnten wir sie zum Beispiel verlängern. Wie gesagt, Linie 1. Oder vielleicht auch noch hier in diese Richtung. Oder je nachdem, was das hier irgendwie sein soll. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit, die Linie bis dorthin auszudehnen. Wie gesagt, ist eine Überlegung wert. Rasthof Sensdorf an der B104. Alles klar. Kindertagesstätte Johanneszeugen oder irgendwie sowas. Egal. Aber wie gesagt, hier hätten wir dann auf jeden Fall, wie gesagt, die Möglichkeit, Straße der Freiheit und so weiter und so weiter. Hier dann den Verkehr irgendwie durchzuschicken oder durchzuleiten oder je nachdem sozusagen, ne? Gut, Reinigung können wir weiter fortführen. Sind jetzt wieder einige Fahrzeuge reingekommen, die eine Reinigung notwendig haben. Sind auch einige Dreckspatze sozusagen mit dabei. Und dürften wahrscheinlich dann auch so nach und nach auch umgesetzt werden sozusagen, ne? So, die nächsten Hotellinien haben wir hier. Auch wieder einmal startend aus dem Hauptbahnhof und dann geht es eigentlich auch wieder so auch wieder zurück. Perfekt. Jo, das würde auch einigermaßen funktionieren.
Ist sogar auch zum Teil an der Linie 4 alles so ein bisschen angesiedelt. Hier, hier. Und dann geht es auch schon wieder zurück. Wunderbar. Auch relativ alles auf einer Ecke sozusagen. Brauchen wir sogar nur 2 Haltestellen dafür. Das ist ja sogar noch besser. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Das lief doch perfekt. So. Hier haben wir jetzt sogar ein defektes Fahrzeug. Einmal Licht instand setzen. Wir müssen nochmal wieder ein paar Ersatzteile bestellen. Einmal Licht. 3 Wischi. Bremsen. Reifen. 2-mal Öl und einen Keilriemen. Hier nochmal einmal reinigen. Reparatur. Irgendwelche Fahrzeuge werden wieder dreckiger. Ja. Hier können wir nochmal eine Reinigung durchführen. Wir brauchen weiteres oder noch mehr Reinigungspersonal. Das sieht jedenfalls, steht außer Frage. Stelle ich den nochmal, die beiden nochmal mit ein. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich weiter ausbauen wieder, ne? Ja, weitere Schließfächer. Weitere Schließfächer. Flur. So. Die Sache ist dann, läuft dann jetzt auch. Wunderbar. Und die einzelnen Fahrzeuge, wie gesagt, kommen auch so nach und nach und nach und nach und nach wieder rein. Perfekt. Perfekt. Auch noch wieder ein dreckiges Fahrzeug. Eine Innenreinigung wieder. Hier haben wir, ist das Wagen 2 ist sauber. Wagen 10 einmal auch eine Innenreinigung. Ja, müssen wahrscheinlich relativ viele Fahrzeuge dabei sein, die eine Innenreinigung benötigen. Jetzt haben wir die Aufgabe abgeschlossen. 12.000 Fahrkarten sollen wir verkaufen. Das dürften wir eigentlich relativ schnell durchbekommen. Vielleicht können wir mal gucken, wie viele Fahrgäste wir an diesem Tag hatten. Knapp fast 30.000. Auch noch relativ viel als zuvor. Aber das ist immer noch eine sehr beachtliche Summe sozusagen. Oder Anzahl an Fahrgästen, die wir hier sozusagen begrüßen dürfen, ne? So, 2 Fahrzeuge sind auch noch unterwegs. Der eine, 2 schon ist wieder auf dem Rückweg und der letzte ist noch unterwegs und ist dann, kommt dann auch gleich noch mit rein. So, Wagen 9 scheint, so wie es aussieht, noch unterwegs zu sein. Ja. Den würde ich sonst jetzt gleich als erstes hier auf die Linie 2 zuweisen. Was haben wir hier? Seth Fischer. Für diesen Lohn würde ich sicher nicht mehr länger hier bleiben. Ah, fängt er auch an rumzujammern, ne? Ja, jetzt bist du ein bisschen zufriedener, ne? Sehr schön. So, Fahrer 4. Auch wieder ein größeres Fahrzeug vonnöten. Das letzte Fahrzeug kommt jetzt gerade rein. Aber ob wir dann vielleicht in die Zukunft springen können, werden wir sehen. Das werden wir sehen. So, Fahrer 13, auch schon zugewiesen auf der 1. Hier ist alles sauber. Dann können wir, ja. Jetzt können wir in die Zukunft springen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Fahrer 14, 16, 15 ist krankgeschrieben, das weiß ich noch. Auch wieder einen Reservefahrer. So, der nächste ist dann Fahrer 26. Und das geht dann auch jetzt so munter, kunterbunt weiter. Fahrer 30. 30, 30, 30. Da haben wir ihn.
Und auf die 3 kommt dann jetzt Fahrer 35. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Da kommen schon die nächsten Umläufe. Einmal die 3, einmal die 2. Oder dreimal die 3 und einmal die 2. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. 36. Oh, dürften wir vielleicht diesmal ein bisschen besser zurechtkommen, ne? Mal schauen. Oh. Das war relativ Geld. War viel, was wir eingenommen haben. Das war eine schöne Sache. Das war wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Sache. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn das wiederkommt, das wird Wahnsinn. Das wird großartig werden. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Hier können wir nochmal ein Fahrzeug rüberschicken, weil da stand ja einer der beiden kleineren Fahrzeuge. Ja. Das Fahrzeug würde ich dann erstmal hier umstellen. So, und wie viele Solobusse wir dann vielleicht am Wochenende benötigen, das wird sich ja dann noch rausstellen. Fahrer 45, wunderbar. Die Aufgabe würden wir vielleicht auch noch gerade so hinbekommen. Aber die Möglichkeit besteht, dass wir diese Aufgabe auch noch schaffen. Hier, 1603 aktive Wochenkarteninhaber zu haben. Oh, dann haben wir jetzt hier auch noch dabei die Linie 5 mit in der Planung. Da brauchen wir allerdings nur 2 Busse. Das hängt aber auch damit zusammen, da die nur in der Woche alle 90 Minuten verkehren soll und in der Hauptverkehrszeit alle 60 Minuten sozusagen. Ja, dürfte auch noch relativ interessant werden. Aber was auch schon mal feststeht, dass wir dort den Einsatz auch von Gelenkbussen benötigen, wäre vielleicht eine Überlegung wert. Unseren Betriebshof zu vergrößern kostet 60.000. Das heißt, wir müssen da bis dahin ein bisschen sparen. Wie viel müssen wir denn an Kredit zurückbezahlen? 842 Euro pro Tag. Ne, das würde sich in keiner Weise rechnen, jetzt noch irgendwie erstmal noch einen größeren Kredit noch irgendwie aufzunehmen. Würde sich überhaupt momentan sozusagen überhaupt nicht rechnen. So, dann wollen wir jetzt hier einmal gucken, ob das was mit den angepassten Fahrplan was gebracht hat. Wird natürlich auch sehr interessant werden. Können wir jetzt hier gleich mal einmal mit reinschauen sozusagen. Müsste er jetzt wieder... Ne, er hat da nicht gewartet. Er hat dort nicht gewartet. Warum hat er das nicht gemacht? Warum hat er das nicht gemacht? Puh, das läuft nicht so, wie ich es ja eigentlich vorgestellt hatte, ne? Große Klasse. Aber es ist jedenfalls nicht mehr so viel, geht also jedenfalls nicht auf die 3-Minuten-Marke sozusagen hinaus. Wo wollen die jetzt hin? 2 und 1, okay. Teilt sich sozusagen zur Hälfte auf, alles klar. Da wollen jetzt über 50 Fahrgäste mit der 4 fahren. Okay. Jo, scheint die 4, wie gesagt, auch sehr stark gefragt zu sein. Ach je. Ja, da müssen wir auf der 4 auch nochmal einen Verstärker einsetzen. Das bleibt außer Frage. Da wird auf jeden Fall noch ein Verstärker benötigt. Hoffentlich sehen die Auftraggeber das genauso, dass wir dann dort vielleicht angepasste Fahrzeiten irgendwie bekommen können. Das wäre große Klasse.
Das wäre echt große Klasse. Wenn das was werden würde. Na, 7 Fahrgäste sind ausgestiegen. Wie viele steigen jetzt wieder ein? So gut wie gar keiner, ne? Scheiße. Oh, scheint jetzt nicht mehr so viele dabei. Doch, 3. 4. Ja. 3 würden sozusagen mehr oder weniger so ein bisschen fehlen, ne? Aber, ja, egal. Mal gucken, was die, was der Verstärker sozusagen für Fahr... Oder wie viel er noch reinbekommt. Wahrscheinlich ist relativ sehr weit spät hinten, vermutlich. Also sozusagen in der Mitte der Linie. Oder so wie es aussieht. Auch gar nicht, ne? Oder mal schauen, wie es auf der Rücktour... Na, es ist ja auch schon... Hauptverkehrszeit ist ja auch schon wieder rum. Fahrer 46 haben wir auch schon zugewiesen. Okay. Fahrer 5 und einmal Fahrer 6. So. Hier haben wir mal wieder eine Hotellinie. Wunderbar. Da können wir Fahrer 54 drauf einsetzen. Perfekt. So, und bei dem Rest müssen wir warten, bis wir entweder neue Fahrzeuge uns käuflich erwerben können. Gebrauchte, neue, je nachdem. Oder wenn wieder Fahrzeuge reinkommen. Aber da melden sich schon einige an. Wie hier zum Beispiel Wagen 9. Den könnten wir zum Beispiel dann hier mit einsetzen. Dafür wäre er auch groß genug. Hier könnten wir zur Not sogar auch noch einen Solo-Wagen einsetzen. Hier auf der 1 könnte ich eigentlich auch schon mal machen, ne? Fahrer 17, dann haben wir die Sache auch schon mal abgehakt. Ist die Sache erledigt. So, und dann das erste Fahrzeug kommt dann jetzt wieder rein. Okay. Okay. Das ist doch schon mal gut. Gut, dann kommt ja jetzt der zweite rein. Perfekt. Oder mache ich besser gesagt auf den Weg. Fahrer 18. Zugewiesen. Na gut, okay, jetzt habe ich jetzt einen kleinen Fehler sozusagen gemacht. Aber das ist halb so schlimm. So. Dann kommt jetzt das nächste Fahrzeug rein. Perfekt. Das ist sogar auch in Ordnung. Das ist gut. Das ist gut. So kann das nach meiner, wenn es nach mir ginge, auch, ja, immer so laufen, ne? So, wie gesagt, da kommt jetzt das nächste Fahrzeug rein. Waldschule Großgrönau. Ausflugsanfrage. 21 Fahrgäste. Wann wollen die das machen? Sonntag. Ja, das wäre möglich. Ah, sowieso gleich hier. Könnten sie theoretisch auch mit den regulären Vierer fahren. Aber warum sie sich anders entscheiden? Keine Ahnung. Nicht Fahrer 14, Fahrer 20 wollte ich haben. Wagen 8 kann dann gleich einmal zur Tankstelle. Einmal wieder nachtanken. Kommen schon 2 weitere Fahrzeuge wieder rein. Das ist gut. Die brauchen wir auch. So, perfekt. Einmal auf die 1 und auf die Linie 3. Kommen jetzt Fahrer 27 und auf die 2 Fahrer 31. Oh, das Ganze ist relativ alles sehr knapp berechnet sozusagen. Aber da kommen ja immer noch wieder
nach und nach einige Fahrzeuge rein. Okay, jetzt haben wir hier auf der 3 eine leichte Verspätung. Fahrer 37. Das ist ein Solowagen, aber hier kommt jetzt gleich nochmal ein großer Gelenkbus sozusagen rein, ne? Wagen 17 ist leider defekt. Oh, das ist jetzt echt scheiße. Das ist echt scheiße, aber da kommt schon das nächste Fahrzeug. Okay. Wagen 17 kommt in die Werkstatt. Bleibt nichts anderes übrig. Oder können wir da irgendwas noch erwerben? Oh, nicht so wirklich. 35, 32.500. Okay, gut. Gut, haben wir jetzt hier eben auch Verspätung. Das ließe sich, hätte sich zwar vermeiden lassen können, sozusagen. Aber dann hätten wir vielleicht Unfälle riskiert oder Schlimmeres. 024. Einmal sauber machen, reparieren. Wagen 11 auch einmal in die zur Tankstelle. Wagen 14 ist einsatzbereit. Das ist doch gut. So, Fahrer 47. Alles klar. Wagen 18 ist auch in Ordnung. Das ist gut. Jo, bis jetzt läuft doch der ganze Hase. Also es läuft relativ gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich gibt es immer hier und da wieder einiges, was man natürlich auch noch wesentlich besser machen könnte. Aber ansonsten läuft die ganze Kiste sozusagen. So, hier haben wir jetzt auch wieder ein paar Hotelfahrten mit drin. Wagen 11 ist fertig, das ist gut. Kommt auch gleich Fahrer 49 drauf. Wagen 12 tanken. Wagen 17 dasselbe. Na, kommt. Ich habe wieder die Rücktour für den Flughafen. Wagen 8. So, aber morgens ist auf jeden Fall mehr Verkehr da. Nachmittags geht es zurück. Wollte ich mal gucken, welche Linie jetzt hier so... Gesundheitsamt. Pandemie. Große Klasse. Anzahl der Plätze der Fahrgäste geht zurück. Bis Freitag. Große Klasse. Zur Hälfte gefüllt werden und so weiter. Scheiße. Das ist jetzt echt Mist. Das ist jetzt echt Mist. Großer... Das ist jetzt echt großer Schmuh, ist das jetzt hier, ne? Stockelsdorf. Wo haben wir das denn? Stockelsdorf. Ach, das haben wir hier oben. Umkreis Stockelsdorf an Streckennetz anzubinden. Okay, das wäre dann vielleicht ein Einsatzgebiet vielleicht für die Linie 6 sozusagen. Hätten wir denn irgendwas, was da rausgeht? Ja. Eckhorst. Die Linie könnten wir hoch bis Mörnkhagen sozusagen verkehren lassen. Vielleicht sogar auch bis hier ungefähr, keine Ahnung, je nachdem. Aber ja, wäre Teil dann auch irgendwie möglich, dass sie dann hier zum Beispiel hier irgendwie hoch verkehren und dann hier wieder runter. Würden wir dieses Gebiet vielleicht auch so ein bisschen noch mit abdecken. Ja, klasse. Aber jetzt, wo wir jetzt hier eine schöne Pandemie bekommen haben, klasse.
So, da war doch, dass wir irgendwas einstellen können, ne? Einstellung, Sauberkeit, Innenraum, 90%. Okay, das haben wir eingestellt. Werden wir wahrscheinlich dann auch so nach und nach so langsam schaffen, ne? Nee, aber Masken tragen die jetzt nicht. Okay. Nee, gut, alles klar. War so eine kleine, mehr oder weniger Feststellung sozusagen, ne? Fahrer 21 auf Wagen 13. Klasse. Echt klasse. Fahrer 53, ja, genau. Hier setze ich dann nochmal einen Verstärker ein. Und dasselbe gilt dann auch nochmal für die Linie 4. Da brauchen wir auf jeden Fall vermutlich auch nochmal einen Verstärker. Okay. Gut. Ja, jetzt brauchen wir hier auch wieder... Ja, müssen wir eben halt irgendwie so machen. Wir müssen das nehmen, wie wir es kriegen, sozusagen, ne? Anders wird das sonst leider nicht laufen. Blöderweise. Irgendwas ist zwar jetzt verschwunden, aber keine Ahnung, was das war, aber egal. Linie 4, jo, das ist der wieder voll. Und dasselbe gilt natürlich dann auch wieder für die anderen Fahrzeuge, Linien und so weiter und so weiter. Nee, gut. Große Klasse, okay. Schön, 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 schön. Ganz toll. Da... Über die Pandemie freut man sich doch wirklich, ne? Also echt jetzt. Oh Mann, ey. Mann, 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 Mann. Fahrer 23, wunderbar. Dafür ist wenigstens das Fahrzeug groß genug für die Spätschicht sozusagen. Dafür ist jetzt immer noch alles groß genug. Das ist doch erfreulich. Was haben wir hier? Großgrünau. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten uns dafür bedanken, dass Sie die Linie 4 übernommen haben. Wir sind aktuell komplett glücklich. Mit freundlichen Grüßen, Großgrünau. Okay, alles klar. Wenn ihr mit den Fahrgastmassen sozusagen zufrieden seid, ich glaube, das wird sich allerdings durch die Pandemie sich auch ein bisschen ändern. Apropos ändern, wir können wieder Hotellinien sozusagen wieder zuweisen. Jetzt habe ich die Rückfahrt, Rückhaltestelle nicht mit drin, okay. Gut, alles klar. Einmal das. Oh, das wird auch wieder großartig werden, das hier. Jo, das war klar. Das war klar. Nee, das nicht. Das ist nicht schön. So wollte ich das haben. Und dann, wie gesagt, natürlich hier keine Rücklinie. Nur eine Haltestelle hier oder nur ein Hotel sozusagen hier für den Flughafen. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Nein. Perfekt. Müsste da, glaube ich, ein Solowagen eigentlich ausreichen, ne? Ja, müsste ausreichen. Wagen. 22 ist defekt. Einmal Blinker instand setzen. Okay. Ja, durch die Pandemie wird auch wahrscheinlich natürlich die Einnahmen zurückgehen. Das ist klar. Was haben wir hier? Na komm. Fahrer 50. Ich bin leider erkrankt und werde bis einschließlich Montag zu Hause bleiben. Bitte stellen Sie sicher, dass da genügend Fahrer vorhanden sind. Stellen wir noch mal ein paar Reservefahrer ein, die wir auch natürlich dann später auf der Linie 5 sozusagen auch mit zuweisen können.
Einmal Fahrer 56 und einmal Fahrer 57. So, damit haben wir jetzt erstmal wieder 5 Reservefahrer in der Liste. Kommen jetzt auch wieder ein paar Fahrzeuge wieder rein. Wunderbar. Gut, dann hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, würde mich das sehr freuen, wenn ihr einmal, wie gesagt, natürlich den Kanal abonniert, dem Video ein Like sozusagen da lässt und gibt sozusagen, ne, je nachdem. Und ansonsten, bis denn und tschüss.